Herzlich willkommen zu dem Hohelied, das Lied der Liebe, das Lied von Salomo. Und wir haben so angefangen, einen Bibelkurs, Schritt für Schritt, von ein Baby in Christus zu voller Reife, Mutter und Väter der Nationen. Da ist wirklich eine fortwährende, fortschreitende Beziehung und Weg mit dem Herrn. Und dieses Buch, das Lied der Lieder, hat mir in meinem eigenen Leben so geholfen, und es irgendwie meine geistliche Reise mit Gott, meine geistliche Erfahrungen und Stufen der Herrlichkeit haben genau in dieses Buch hineingepasst, wie Gott anfängt mit uns und dann wie wir wirklich zu dieser volle Reife. Man könnte auch sagen, dass das Buch, das Lied der Lieder, ist die Geschichte von dieser Same. Jesus hat gesagt, die Same in der guten Erde bringt 30, 60, 100-fach Frucht. Und man könnte sagen, dass dieses Buch, das Lied der Lieder, ist die Geschichte von der Same, die 100-fach Frucht bringt. Es ist wirklich ein wunderschönes Buch. Und so, jetzt gehen wir weiter. Und hier geht es in Kapitel 1, Vers 4. Zieh mich dir nach, lasst uns zusammen laufen. Oder lasst uns eilen. Das ist eine gewaltige Vers, die du auch immer in deinem eigenen Gebetsleben beten kannst. Zieh mich dir nach, dir nach. Das ist die Brautseele. Nicht deine Gaben, nicht andere Sachen, aber dir, deine Person, ich will mit dir. Und wenn Gott diese brennende, leidenschaftliche Verlangen in uns setzt, und wir kennen auch, sie betet, zieh mich dir nach, was sie ist, wir wissen die ganzen Versuchungen, die ganzen Ablenkungen, die ganze andere Alternative, aber sie will beten, Herr, meine Geist ist willig, mein Fleisch ist manchmal schwach, aber zieh mich dir nach, zieh mich nach oben, zieh mich aus mir selber. Und dann es sagt, lasst uns zusammen laufen. Eigentlich, das beinhaltet alles in unser christliches Leben. Erstmal diese innige Beziehung mit Gott und lasst uns zusammen eilen in einen fruchtbaren, in einen siegreichen, in einen gesalbten Dienst, weil dann, wenn eine Seele wirklich gezogen ist zu Gott, wir wollen zusammenlaufen. Wir werden mit Christus, aber andere werden mit uns anfangen zu laufen, den guten Lauf. Und das soll auch unser Gebet sein, Herr, ich will den Lauf für mein Leben mit dir laufen. Ich will eilen. Ich will nicht einfach, dass du jeden Schritt mir einfach ziehen musst und mit mir und ich diskutiere und argumentiere. Das ist deswegen der Schlüssel, alles loszulassen, damit wir diesen Wettlauf, diesen Lauf für die Siegeskrone des Lebens wirklich empfangen. Und so, sie betet, zieh mich dir nach, lass uns zusammen laufen. Und siehe da, das nächste Vers, der König hat mich in seine Gemächer oder in seine Kammer geführt. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir. Jubeln und freuen an ihm. Das ist, wo die ganze Freude unseres Lebens ist. Wollen deine Liebe preisen mehr als rein. Mit Recht liebt man dich. Oder es ist recht, dich zu lieben, Herr. Du verdienst das Lob, du bist würdig, dir gebührt den Lobpreis, dir gebührt den Ehre. Alles an dir ist so wunderschön. Okay, und heute das Thema ist, der König hat mich in seine Gegenwart hineingeführt. Jeder, der sucht, findet. Sie hat ihn gesucht. Und er hat eine neue Ebene, einen Raum oder Räume sogar in seinen Gemächern, wo der König wirklich persönlich
in seine Gegenwart, wo sie hineingekommen ist, in die Gegenwart Gottes. Ich muss sagen, genau dies ist mir auch geschehen, als ich ein Junggläubiger war. Und ich habe erst geschmeckt, die Herrlichkeit Gottes. Ich habe erst durch Lobpreis die Gegenwart Gottes gespürt, fing an auch zu beten, ziemlich danach. Und Jesus hat mir auch dann in so einen Raum seiner Gegenwart hineingeführt. Und ähnlich wie das Erste, was diese Seele als eine Offenbarung bekommt, ist, dass die Liebhaber, meine Seele ist der König. Wir sprechen heutzutage sehr viel über Jesus Königreich, aber hier geht es über seine Königsherrschaft in meinem Leben. Die Brautseele, es hat viel zu tun mit einer unglaublichen Liebe für Gott, aber es hat auch zu tun, dass wir in tiefster Unterordnung den König zu Füßen fallen. Weil in ein Königreich das Allerwichtigste ist der König. Und so, sie bekommt diese Offenbarung von der Königsherrschaft Jesus. Und die Herrschaft Jesus möchte berühren alle Bereiche unseres Lebens. Eins nach dem anderen breitet in uns dieses Königreich Gottes aus. Wenn wir denken an das Königreich Gottes, erstmal denken wir manchmal das Königreich nach außen. Aber bevor wir das Königreich und die Welt um uns herum transformieren, Gott möchte eine innerliche Ausbreitung seines Königreichs in uns. Er möchte wirklich, dass alle unsere Gedanken, Haltungen, Handlungen, alles unter seine Herrschaft kommt, damit wir transformiert sind, damit wir wirklich erfüllt sind mit diesem Königreich der Gerechtigkeit, Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. A.W. Tozer hat diesen Satz gesagt: Gott ist dabei, Rebellen in Anbeter zu verwandeln. Gott verwandelt Rebellen in Anbeter. Das passt so zu meinem Leben und ich denke auch in dein. Und eigentlich, Rebellen ist wirklich jemand, der gegen die Autorität, den Königsherrschaft Gottes rebelliert, unabhängig lebt und denkt, das ist eine Freiheit. Und eigentlich, es ist eine Sklaverei zu uns selbst. Was ich will, was ich denke. Und wir sind voll aus, in dieses System zu leben. Und so, Gott verwandelt Rebellen in Anbeter. Ich möchte auch die Bedeutung von das Wort Anbetung wirklich ein bisschen sagen in die griechische und hebräische Sprache. Anbetung hat sehr viel zu tun mit Ehrfurcht und anerkennen, wen wir anbeten. In Hebräisch, das Wort Anbetung bedeutet sich niederbeugen, sich fallen auf dem Knie und auf dem Gesicht und sich deinen Willen unterordnen. In Griechisch, das bedeutet zu jemand hinküssen. Und das spricht von überschwänglicher Liebe, Gefühle und Zuneigung. Und beide Aspekte sind wichtig. Wenn ich ein Anbeter sein will, dann muss ich wirklich meine Wille, meine Leben wirklich zu seinen Füßen beugen. Ich beuge mich und er ist erhört, weil er ist der Schöpfer, er ist der König. Wenn man kommt in einen Königssaal, in den Königskammern, man sieht seine Herrlichkeit, Majestät und Königreich mehr als je und wir fallen dann zu seinen Füßen. Das hat auch eine Auswirkung in unser Leben. Ich muss sagen, diese Vers in Römer 12, Vers 1 und 2, hat große Bedeutung für unser geistiges Leben, wo es sagt: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, euer Leiber darzustellen als ein lebendiges,
heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist oder vernünftige Anbetung. Vernünftige Anbetung ist, dass wir wirklich eine völlige Hingabe, eine völlige Auslieferung, eine völlige Übergabe, unser ganzes Leben, unser Leib und alles, was in uns ist als Mensch, wir bringen das nicht als ein totes Opfer, weil Gott will nicht, dass wir alle sterben. Er möchte, dass wir leben, aber leben für ihn. Leben gottorientiert. Leben für seine Ehre, damit wir prüfen können, was der gute, angenehme, vollkommene Wille Gottes ist. Und das soll unser Ziel für die Ehre des Herrn. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Und so diese Entscheidung, diese freiwillige Akt der Hingabe. Viele geistliche Leute sagen, das ist die zweite Meilenstein in das Leben von jedem Gläubigen. Natürlich, das erste Meilenstein ist, wir kommen zu Jesus als Sünder. Und wir haben den Wahl, entweder bleiben wir in unserer Sünde oder wir wählen das Leben Gottes in Christus. Aber der zweite Meilenstein in unser christliches Leben, die uns öffnet die Tür zu dieser wirklich Nachlaufen in den Willen und Wege und in die Transformationsverwandlung unseres Lebens ist diese Acht, ich gebe dir alles, was ich bin, alles, was ich habe, und ich gebe mich als ein lebendiges Opfer. Eigentlich, Gott will, dass wir für ihn leben, jeden Tag. Nicht für uns, nicht für unsere Ehre, nicht für unsere Wille, sondern für ihn. Und das ist vernünftige Anbetung. Warum ist es vernünftig? Ähnlich wie C.T. Studd, ein großer Missionar, gesagt hat, wenn Jesus Christus Gott ist und hat sein ganzes Leben für mich gegeben, dann kein Opfer, das ich mache, ist zu groß für ihn. Das ist dieser Austausch. Er gibt sich hin und das ist in jeder Ehe. Die Braut muss sich selbst auch hingeben, um eine Liebesbeziehung. Wir sprechen nicht nur über errettet zu sein, wir sprechen über eine Liebesbeziehung, ein Austausch des Lebens. Und wir sprechen über das Reich Gottes, das uns transformieren will und dass wir das Ziel und Bestimmung Gottes in unser Leben wirklich vollziehen. Hier möchte ich auch sagen, als ich 19, 20 Jahre alt war und angefangen habe, Gott zu suchen und mehr von ihm zu wollen, der Heilige Geist hat mich so sanftmütig, ohne dass ein Mensch, nicht mit Regeln und nicht Ritualen von Menschen, aber der Heilige Geist fing an, mich so zu ziehen, hinein in seine Gegenwart. Und je mehr ich hineinkam, habe ich das und diese Rechte alles abgelegt. Ich wollte wegen seiner Gegenwart und Liebe alles hingeben. Und ich habe auch so allein mal ein Altar, habe ich so dargestellt. Und mein ganzes Leben auf diesem Altar. Und ich habe alle die Rechte, die ich hatte. Mein Land, damals war ich jung, ob ich heirate, wem ich heirate. Ich habe auch gesagt, ich will nur einen gläubigen Mann heiraten. Ich habe alles, was ich denken könnte, habe ich zu Gott gegeben. Und der Resultat von dieser Hingabe war, die Beziehung zu Gott ging bestimmt 3, 4 Stufen höher. Ich war so offen, der Strom der Liebe und Realität von Gott kam so stark in mein Leben.
ich war frei. Und wir haben sogar Angst manchmal, uns selbst zu Gott zu geben. Aber ich möchte sagen, die Herrschaft Jesus in unser Leben macht gesund, glücklich und frei. Und hier ist eine super Gebet, die man sagen kann. Ich vertraue deinem Charakter der Liebe und liefere dir mein Leben und meinen Willen aus und verpflichte mich in allen Lebensbereichen, deine Wort zu gehorchen. Und ich möchte auch schließen mit einem Gedicht, die ich auch so kraftvoll finde. Ach, das eine Zeit gewesen, da ich lebte ganz für mich. Ich vernahm dein sanftes Werben, doch mein trotzig Herz erklärte, gar nix du und alles ich. Doch du fandst mich und ich schaute betend an dem Kreuze dich, sah dein wunderbaren Lieben und im Herzen klang es leise, etwas du, doch etwas ich. Aber dein Geisteswalten zog mich näher hin zu sich. Ich ward kleiner, du warst größer, und ich sprach mit Lieb und Sehnen, mehr Herr du und weniger ich. Himmelhoch die Berge ragen, endlos dehnt das Weltmeer sich. Aber deine Liebe ist größer, und sie hat mich überwältigt. Alles du und gar nix ich.